Wir haben schon bereits über das Yin und Yang gesprochen und über die 4 Phasen, die durch die 5 Elemente dargestellt werden. Wie ihr euch vielleicht noch erinnern könnt, ist es so, dass wir bei den 4 Phasen 2 Linien kombiniert haben und daraus sind die 4 Phasen entstanden. Nun stellt sich die Frage, was passiert, wenn wir zu den 4 Phasen eine weitere Linie hinzufügen? Genau darüber sprechen wir hier in diesem Video. Herzlich willkommen zum Bazi with Leo und zum nächsten Video. Wie ihr feststellen könnt, gehen wir immer weiter tiefer in die Materie der chinesischen Metaphysik hinein. Daher, wenn ihr die vorherigen Videos noch nicht angeschaut habt, dann bitte ich euch, die vorherigen Videos anzuschauen, da die Inhalte aufeinander aufgebaut sind. Nochmal hier zur Wiederholung. Wir haben über das Yin und Yang gesprochen, die auch durch die sogenannten Linien dargestellt werden können. Die durchgezogene Linie ist das Yang und die unterbrochene Linie ist das Yin. Yin und Yang bilden zusammen den höchsten Anfang, nämlich das Taiji. Und vor dem Anfang war das sogenannte Wuji, das für den Zustand vor dem Anfang oder dem Urknall steht. Jedenfalls ist es so, dass wir eine Linie um eine zweite Linie erweitert haben und daraus ergaben sich halt eben die 4 Kombinationsmöglichkeiten, die auch unter den 4 Phasen oder den 4 Digrammen bekannt sind. Sie repräsentieren auch die chinesischen Elemente, Jahreszeiten und Tageszeiten und ihre Zyklen. Nun können wir diese 4 Phasen um eine weitere Linie erweitern. Wir könnten alle Phasen durch eine Yin-Linie oder eine Yang-Linie erweitern. So gesehen entstehen daraus 8 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten und diese werden auch als die 8 Trigramme bezeichnet, da wir eine 3-Linien-Struktur haben. Die 8 Trigramme habt ihr bestimmt schon mal irgendwo in den Esoterikladen gesehen oder irgendwo in den Filmen. Auch die südkoreanische Flagge hat die Symbole von den Trigrammen drauf. Die 8 Trigramme sind insbesondere wichtig für die Anwendung von Feng Shui und sind häufig in verschiedenen Läden erhältlich. Die 8 Trigramme sind Himmel, See, Feuer, Donner, Wind, Wasser, Berg und Erde. Häufig werden sie auch mit den Zahlen dargestellt, den sogenannten Gua-Zahlen. Himmel entspricht 6, See entspricht 7, Feuer entspricht 9, Donner entspricht 3, Wind entspricht 4, Wasser entspricht 1, Berg entspricht 8 und Erde entspricht 2. Vielleicht ist jemandem von euch aufgefallen, dass die Zahl 5 fehlt. Dann habt ihr richtig aufgepasst. Die Zahl 5 entspricht dem Taiji und befindet sich in der Mitte. Dieser Zahl wird kein Trigramm zugeordnet, da die Mitte für die Erde und den Berg stehen kann. Nun fragt ihr euch vielleicht, warum diese Trigramme häufig im Feng Shui zu finden sind. Naja, nun, das liegt halt nämlich daran, dass die 8 Trigramme auch für die 8 Himmelsrichtungen stehen. Also nicht nur Ost, West, Süd und West, sondern wie viele annehmen, sondern auch Nordost, Nordwest, Südost und Südwest. Natürlich dürfen wir die Mitte nicht vergessen, aber die hat, wie bereits erwähnt, kein Trigramm. Nun stellt sich die Frage, welches Trigramm welcher Himmelsrichtung zugeordnet wird. Darüber haben sich die alten Chinesen sehr lange den Kopf zerbrochen. Da gibt es 2 traditionelle Systeme, nämlich zu einem das System des frühen Himmels und zum anderen das System des späten Himmels. Beide Systeme sind so grundlegend verschieden, dass es dafür auch eine Erklärung gibt. Die Anordnung der Trigramme im frühen Himmel beschreibt die vollkommene himmlische Ordnung. Wenn wir das Trigramm des Himmels anschauen, sehen wir, dass es nur aus Yang-Linien besteht. Wir wissen, dass die Sonne im Süden am steilsten ist und deshalb ist dort auch die Yang-Energie, die für das Licht steht, auch am größten. Allerdings wissen wir, dass die Welt nicht perfekt ist und aus modernen Erkenntnissen wissen wir auch, dass die Erdrotationsachse zum Beispiel geneigt ist, weshalb dieses vollkommene System dadurch gestört ist. Daraus ist das Konzept des späten Himmels entstanden, wodurch sich die Zuordnung der Trigramme verändert hat und im Feng Shui genutzt wird.
Das System des frühen Himmels wird zum Beispiel heutzutage genutzt für das Grab Feng Shui. Für Einrichtungen, wo Leben herrscht, wird überwiegend das System des späten Himmels genutzt. Die Trigramme können auch den 5 chinesischen Elementen zugeordnet werden, denn jedes von ihnen ist auch in der jeweiligen Himmelsrichtung besonders stark. Jetzt ist halt nämlich so, dass ich schon mal in einem Video von der Periode 9 erzählt habe. Wenn wir hier in dieser Abbildung sehen, befindet sich die Zahl 9 beim Trigramm des Feuers. Nun habt ihr einen Bezug dazu, woher die Periode 9 auch für das Feuer steht. Ebenso für die Periode 8, die für den Berg steht. Kommen wir hier nochmal zurück zu den Trigrammen. Vielleicht habt ihr schon das Video gesehen zu Cosmic Trinity oder die 3 Ursprünge. Dann wisst ihr noch, dass sie den Himmel, den Menschen und die Erde darstellen. Nun können wir als Beispiel das Trigramm Feuers heranziehen. Die obere Linie steht halt für den Himmel, die mittlere Linie steht für den Menschen und die untere Linie steht nämlich für die Erde. In der Periode 9, in der das Trigramm des Feuers herrscht, werden wir spüren, dass der Himmel und die Erde sehr aktiv sein werden, weil wir da die Yang-Linien haben und der Mensch passiv aufgrund der Yin-Linie. In der Periode 8 war die Linie der Erde passiv. Das bedeutet, dass in Bezug oder in den letzten 20 Jahren der Himmel aktiv war und sich dadurch gezeigt hat, dass sich die Wetterbedingungen und Marktbedingungen rasant verändert haben. Auch das wirtschaftliche und finanzielle System hat sich verändert, zum Beispiel durch den Beginn der Kryptowährung. Nun stellt sich die Frage, was passiert, wenn die Erde in der Periode 9 aktiv wird? Es kann bedeuten, dass viele ihren Stand und Wohnort wechseln könnten und das nicht nur einmal oder auch, dass die Landwirtschaft sich stark verändern kann. Viele Migrationen wie Einwanderungen oder auch Auswanderungen sind auch möglich. Erhöhte Arbeitslosigkeit oder passives Einkommen, das durch die Yin-Linie in der Menschebene zeigt. Zur Periode 9 habe ich aber bereits schon ein Video gemacht, deswegen auch gerne hier anschauen. Hier oben in I könnt ihr das dann, findet ihr quasi den Link zum Video. Nun ist es so, dass wir auch 2 Trigramme miteinander verbinden können. Daraus ergeben sich 64 Kombinationsmöglichkeiten, die auch als die 64 Hexagramme bekannt sind. Da geht es nochmal in die Tiefe. Wenn ihr wollt, dass ich zu diesen einzelnen Hexagrammen erzähle, dann könnt ihr hier gerne im Kommentar schreiben. Und wenn dir das Video gefällt, Daumen hoch und abonnieren nicht vergessen. Ja, das war es erstmal zu den Trigrammen. Dieses Video hat wenig mit dem Schicksalsdiagramm zu tun, aber diese Info kann euch als Ergänzung sehr hilfreich sein. Beim nächsten Video machen wir wirklich dann einen Sprung zu den Grundlagen des 4-Säulen-Diagramms. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao.